Der 30. Oktober 1981 war in Amarillo, Texas, ein kühler, klarer Herbsttag. Am nächsten Tag würden sich die Straßen mit Kindern in bunten Kostümen füllen, die von Tür zu Tür gingen, um Süßigkeiten zu sammeln. Aus den Häusern drang warmes Licht, der Geruch von Kürbissuppe und gebackenen Äpfeln lag in der Luft. Doch nur wenige Straßenzüge weiter, hinter den Mauern des Klosters St. Francis, herrschte eine ganz andere Stimmung. Ruhig, geordnet und abgeschirmt von der Ausgelassenheit des Halloween-Fests. Das Kloster lag etwas abseits, umgeben von alten Bäumen, deren kahle Äste sich im Wind bewegten. Für die Schwestern des Ordens vom heiligen Josef war dieser Tag wie jeder andere. Sie standen früh auf, beteten, arbeiteten in den Räumen des Klosters und widmeten sich den Menschen in der Gemeinde. Schwester Thaddea Benz, 76 Jahre alt, war seit Jahrzehnten Teil dieser Gemeinschaft. Sie war eine kleine, zierliche Frau mit sanften Augen und einem festen Glauben, der ihr Leben getragen hatte. An diesem Abend hatte sie, wie immer, die Gebetsstunden besucht und danach ihre Aufgaben erledigt. Später ging sie noch einmal durch den langen, schmalen Korridor, um sicherzugehen, dass die Türen abgeschlossen waren. Das Licht in den Fluren war gedämpft, die Stille beinahe vollkommen. Nur das ferne Lachen von Kindern, das durch die Fenster drang, erinnerte daran, dass draußen ein Fest gefeiert wurde. Schwester Thaddea zog sich in ihre kleine Kammer zurück. Der Raum war schlicht. Ein schmales Bett, ein kleines Kreuz an der Wand, ein Tisch mit einer aufgeschlagenen Bibel. Sie betete noch leise, bevor sie das Licht löschte. Nichts deutete darauf hin, dass sich in der Dunkelheit vor den Toren des Klosters ein Mann bewegte, dessen Absichten alles andere als heilig waren. Während die Stadt langsam zur Ruhe kam, hatte er sich dem Gebäude genähert. Kein Bewohner der Umgebung bemerkte ihn. Die Nacht, die für Schwester Thaddea eigentlich hätte friedlich enden sollen, begann sich unmerklich zu verändern. Zu einem Albtraum, der die Gemeinschaft und ganz Amarillo für immer erschüttern würde. Die Uhr zeigte kurz nach Mitternacht, als sich eine Bewegung in der Dunkelheit vor dem Kloster abzeichnete. Der Mann, dessen Gesicht von der Nacht verschluckt wurde, kannte den Ort. Er wusste, dass die Schwestern zu dieser Stunde schliefen, dass die Straßen leer waren und dass ihn niemand erwarten würde. Sein Name war Johnny Frank Garrett, ein 17-jähriger Jugendlicher mit einer schwierigen Vergangenheit. Garrett war am 24. Dezember 1963 in Oklahoma geboren worden, in eine Familie, in der Stabilität und Geborgenheit kaum existierten. Schon früh erlebte er Vernachlässigung. Seine Kindheit war geprägt von Armut, chaotischen Familienverhältnissen und häufigen Wohnortswechseln. Die Mutter war überfordert, der Vater meist abwesend, und in diesem Vakuum fehlte jede verlässliche Bezugsperson, die ihm Orientierung hätte geben können. Nachbarn und Bekannte berichteten später, dass Garrett oft sich selbst überlassen gewesen war. Er trieb sich in der Nachbarschaft herum, schwänzte die Schule und geriet schon als Kind in den Dunstkreis älterer Jugendlicher, die ihn in kleine Diebstähle und Vandalismus hineinzogen. In seinem Elternhaus gab es kaum Regeln. Und wenn doch, dann wurden sie mit plötzlicher Härte und körperlicher Gewalt durchgesetzt. Zu den dunkelsten Kapiteln seiner frühen Jahre gehörten sexueller Missbrauch und Misshandlungen, die er sowohl innerhalb der Familie als auch durch Personen aus seinem Umfeld erlitten haben soll, wie sich in späteren psychiatrischen Untersuchungen herausstellte. Solche Erlebnisse hinterließen tiefe Spuren in seiner psychischen Entwicklung. Sie förderten ein Misstrauen gegenüber Autoritätspersonen und verstärkten seine Impulsivität sowie seine Neigung zu gewaltsamen Reaktionen. In der Schule fiel er durch aggressives Verhalten auf, durch plötzliche Wutausbrüche und durch die Unfähigkeit, Frustration zu kontrollieren. Gleichzeitig zeigte er Anzeichen von Lernschwierigkeiten und fehlender Konzentrationsfähigkeit. Lehrer beschrieben ihn als unruhig, verschlossen und manchmal beängstigend in seiner Mimik. Mit der Zeit mied er den Unterricht immer häufiger und verbrachte Tage und Nächte in der Umgebung, oft ohne, dass jemand wusste, wo er steckte. Diese Mischung aus Vernachlässigung, Missbrauchserfahrungen, fehlender schulischer Bindung und früher Delinquenz formte einen Jugendlichen, der kaum stabile moralische Maßstäbe kannte. Als er in der Halloween-Nacht 1981 durch die Straßen Amarillos streifte, trug er all diese Brüche seiner Biografie in sich und war bereit, eine Grenze zu überschreiten, von der es kein Zurück mehr geben sollte. Leise schlich er sich entlang der Mauer und drang in das Gebäude ein.
Drinnen war es dunkel. Nur das fahle Licht des Mondes fiel durch die Fenster und legte blasse Streifen auf den Boden. Er bewegte sich vorsichtig durch die Flure, vorbei an geschlossenen Türen, bis er den Schlafbereich der Schwestern erreichte. Jeder Schritt hallte leise auf dem Linoleum, jedes Knarren im Holz schien zu laut. Garrett wusste, dass er entdeckt werden konnte, doch er war getrieben. Von einer Mischung aus Wut, Begierde und einem Drang, den er selbst nicht klar benennen konnte. Hinter einer der Türen schlief Schwester Thaddäa tief und fest. Die Jahrzehnte im Kloster hatten sie gelehrt, auf Gott zu vertrauen und die Nacht ohne Furcht zu verbringen. Sie hatte keine Ahnung, dass ein Fremder nur wenige Meter entfernt war. Als Garrett ihre Tür öffnete, drang die Kälte des Flurs in den kleinen Raum. Er trat ein, schloss die Tür leise hinter sich und stand nun im Schatten. Das schwache Licht der Straßenlaterne fiel durch einen Spalt im Vorhang und beleuchtete den Rand des Bettes. Für einen Moment blieb er einfach stehen, als wolle er den Augenblick dehnen. Doch dann trat er näher, und aus der Ruhe der Nacht wurde ein unaufhaltsamer Sturm. Was in den folgenden Minuten geschah, ließ sich später nur aus Spuren und Verletzungen rekonstruieren. Schwester Thaddäa konnte es nicht mehr erzählen. Johnny Frank Garrett ging zum Bett, griff nach der Decke und riss sie zur Seite. Die Nonne erwachte erschrocken, vermutlich verwirrt vom plötzlichen Eindringen, doch sie hatte keine Chance, zu fliehen oder um Hilfe zu rufen. Garrett stürzte sich auf sie, überwältigte sie mit roher Gewalt. Die stille Kammer, die eben noch ein Ort des Gebets gewesen war, verwandelte sich in eine Falle. Er hielt sie fest, während sie sich wehrte, ihre Hände versuchten, ihn wegzustoßen. Es war ein ungleicher Kampf. Ihre Kraft reichte nicht gegen seine. Die Gewalt eskalierte. Nach der späteren Rekonstruktion der Ermittler wurde Schwester Thaddäa Opfer eines brutalen sexuellen Übergriffs und schließlich erstochen und erwürgt. Die Spuren an ihrem Hals deuteten auf einen erbarmungslosen Griff hin, der ihr das Leben nahm. Das freundliche Gesicht, das ihre Mitschwestern jeden Tag gesehen hatten, war nun von Angst und Schmerz gezeichnet. Ein letztes Bild, das die Brutalität jener Nacht widerspiegelte. Garrett ließ den leblosen Körper auf dem Bett zurück. Der Raum war in Unordnung, das Laken zerrissen, ein Zeichen des brutalen Kampfes. Er durchsuchte noch kurz den Raum, vielleicht auf der Suche nach Wertgegenständen oder einfach getrieben von einer inneren Unruhe. Nichts von alledem würde ihm nützen. Er hinterließ Spuren, die ihn später verraten sollten. Fingerabdrücke, Fasern, biologische Beweise. Draußen blieb die Nacht ruhig. Niemand im Kloster hatte etwas bemerkt. Schwester Thaddäa lag in der Dunkelheit, während ihr Mörder den Flur hinunterging, leise, als sei nichts geschehen. Doch die unsichtbare Grenze war überschritten. Ein heiliger Ort war entweiht, und eine ganze Stadt würde bald in Entsetzen erstarren. Der Morgen des 1. November 1949 begann für die Schwestern wie gewohnt mit dem ersten Gebet des Tages. Die Glocke im kleinen Turm läutete und der Klang hallte durch die stillen Flure. Eine nach der anderen verließen die Nonnen ihre Kammern und gingen in die Kapelle. Nur Schwester Thaddäa erschien nicht. Zunächst dachte niemand an etwas Ungewöhnliches. Vielleicht war sie krank. Doch als eine Mitschwester an ihre Tür klopfte und keine Antwort erhielt, öffnete sie den Raum und erstarrte. Das, was sie sah, war so grausam, dass sie unwillkürlich einen Schrei ausstieß. Schwester Thaddäa lag auf dem Bett, das Gesicht zur Seite geneigt, die Haut blass, die Augen geschlossen. Man ahnte zuerst nichts. Erst als gegen 0 Uhr die Polizei eintraf und Unregelmäßigkeiten feststellte, begannen die Ermittlungen. Das Kloster wurde systematisch durchsucht. Jeder Raum wurde fotografiert, jeder mögliche Beweis sorgfältig gesichert. In Schwester Thaddäas Kammer stießen sie auf mehrere entscheidende Spuren. Fingerabdrücke an der Tür, Haar- und Faserreste auf dem Bettlaken und biologische Beweise, die später im Labor ausgewertet werden sollten. Die Brutalität der Tat ließ keinen Zweifel daran, dass der Täter mit enormer körperlicher Kraft vorgegangen war. Befragungen der Schwestern ergaben, dass in der Tatnacht niemand etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen hatte. Die alten Mauern des Klosters hatten jedes Geräusch verschluckt. Dennoch konnte eine Schwester berichten, dass sie am Abend zuvor ein entferntes Klirren gehört hatte,
Außerdem wurde ein zerbrochenes Fenster entdeckt. Parallel dazu überprüfte die Polizei die Umgebung. In den Straßen rund um das Kloster fanden sie Fußabdrücke, die von einem schweren Männerschuh stammten, und eine teilweise verwischte Spur im weichen Boden. Zeugen aus der Nachbarschaft meldeten, in der Halloween-Nacht einen jungen Mann in der Nähe gesehen zu haben, der nicht zu den Bewohnern gehörte. Die Ermittler konzentrierten sich bald auf eine Gruppe von Jugendlichen aus der Gegend, die bereits durch kleinere Delikte aufgefallen waren. Unter ihnen war auch Johnny Frank Garrett, ein 17-Jähriger mit instabiler Familiengeschichte, der in der Nähe des Klosters lebte. In seinem Umfeld war er bekannt für unberechenbares Verhalten und sein Alibi für die Tatnacht war vage. Als die Laborergebnisse zurückkamen, verdichtete sich der Verdacht. Die Fingerabdrücke, die man auf dem Türgriff gefunden hatte, stimmten mit denen von Garrett überein. Nun hatte die Polizei nicht nur einen Namen, sondern auch handfeste Beweise. Es blieb nur eine Frage. Wie würde er reagieren, wenn sie vor seiner Tür standen? Am 9. November 1981, nur 9 Tage nach dem Mord, erschienen die Ermittler vor dem unscheinbaren Haus, in dem Johnny Frank Garrett mit seiner Familie lebte. Es war früher Nachmittag, als sie an die Tür klopften. Garrett wirkte überrascht, doch nicht völlig unvorbereitet. Die Beamten erklärten ihm, dass er festgenommen werde, wegen des Verdachts, Schwester Thaddeus Benz vergewaltigt und ermordet zu haben. Im Polizeiverhör konfrontierten die Ermittler Johnny Frank Garrett mit einer Beweislage, die kaum deutlicher hätte sein können. Fingerabdrücke an der Zellentür, Faserspuren auf der Bettwäsche, biologische Beweise, deren DNA-Profil eindeutig mit ihm übereinstimmte. Garrett reagierte zunächst mit gespielter Gelassenheit, bestritt jede Beteiligung und behauptete, in der Tatnacht zu Hause geschlafen zu haben. Auf Nachfragen verstrickte er sich jedoch in Widersprüche. Seine Erklärungsversuche wirkten konfus. Mal sprach er von einem angeblichen Besuch bei Freunden, mal davon, sich an die Nacht kaum erinnern zu können. Je länger das Gespräch dauerte, desto deutlicher wurde, dass er keine plausible Erklärung liefern konnte, warum seine Spuren in der Kammer einer ermordeten Nonne gefunden worden waren. Der Prozess begann im September 1982 in Amarillo und zog große Aufmerksamkeit auf sich. In Amarillo war der Mord an Schwester Thaddeus noch immer Gesprächsthema, die Gemeinde verlangte nach Gerechtigkeit. Die Staatsanwaltschaft entwarf das Bild eines jungen Mannes, der in jener Halloween-Nacht gezielt in das Kloster eingedrungen war, um eine hilflose Frau zu vergewaltigen und zu töten. Sie stützte sich auf die forensischen Beweise, die Zeugenaussagen aus der Nachbarschaft und die Tatsache, dass Garrett die Räumlichkeiten kannte. Die Verteidigung versuchte, Garrett als unreifen Jugendlichen darzustellen, der aus schwierigen Familienverhältnissen stammte, Opfer von Missbrauch geworden war und dessen Tat nicht das Ergebnis eines festen Plans, sondern eines spontanen Impulses gewesen sei. Trotz dieser Argumente wirkte die Beweislage erdrückend. Die Geschworenen sahen keine Zweifel an seiner Schuld. Nach kurzer Beratungszeit stand das Urteil fest, schuldig in allen Anklagepunkten. Der Richter verkündete die Todesstrafe, ein außergewöhnlich hartes Urteil für einen Täter, der zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt gewesen war. Das Urteil löste Diskussionen in Texas und darüber hinaus aus, sollte ein so junger Mensch hingerichtet werden. Religiöse Gruppen, darunter auch einige katholische Organisationen, appellierten an die Gnade des Gouverneurs. Die folgenden 10 Jahre verbrachte Garrett in der Todeszelle des Huntsville-Gefängnisses. Sein Alltag bestand aus langen Stunden in einer kleinen, kargen Zelle, Gesprächen mit Anwälten, seltenen Besuchen und dem stetigen Wissen um den nahenden Tod. Mehrfach legte er Berufung ein, doch jede wurde abgelehnt. Zwischen den juristischen Verfahren wurden psychologische Gutachten erstellt, die bei seinen Unterstützern Zweifel an seiner geistigen Reife und seinem mentalen Zustand aufkommen ließen. Garrett schrieb Briefe an seine Familie und an Unterstützer, in denen er immer wieder seine Unschuld beteuerte. In dieser Zeit entstand eine kleine Bewegung von Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Geistlichen, die glaubten, dass Garretts Verurteilung auf unsicherer Basis stand oder dass zumindest die Todesstrafe unangemessen sei. Dokumentationen und Artikel versuchten, den Fall neu aufzurollen und kritisierten mögliche Fehler in der Beweisführung. Doch die offizielle Linie der Justiz blieb unverändert. Das Urteil sei rechtmäßig, die Beweise eindeutig. Am 11. Februar 1992, mehr als 10 Jahre nach dem Mord,
wurde Johnny Frank Garrett im Gefängnis von Huntsville durch die Giftspritze hingerichtet. Zeugen beschrieben ihn in den letzten Minuten als gefasst, doch bis zuletzt wiederholte er seine Behauptung, unschuldig zu sein. Für die Schwestern des Klosters blieb der Verlust von Schwester Thaddäa ein tiefer Schmerz. Sie erinnerten sich an eine Frau, die ihr Leben in den Dienst anderer gestellt hatte und in einer einzigen Nacht auf grausame Weise verlor. Bis heute blieb eine Frage unbeantwortet. Warum hatte ein 17-jähriger Junge in jener Halloween-Nacht ausgerechnet eine Nonne als Ziel gewählt und dazu eine fast 80-jährige Frau, die weder eine Bedrohung darstellte noch irgendeinen Bezug zu ihm hatte? War es reiner Zufall, ein Akt der Gelegenheit, oder steckte in dieser Entscheidung eine bewusste Demütigung eines Symbols von Glauben und Reinheit? Die Antwort darauf nahm Johnny Frank Garrett mit ins Grab und ließ eine unheimliche Leerstelle im Verständnis dieser grausamen Tat zurück. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.